Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Livestream-Session zur Adobe MAX. Alwin und ich sitzen heute hier und werden gleich einen Stream der Adobe MAX begleiten. Aber weil ich absolut keine Ahnung habe von Adobe oder halt auch von generell Grafikdesign-Tools. Alwin, was ist die Adobe MAX? Kurz, für jemanden, der es halt überhaupt nicht kennt. Oh Gott, du überrollst mich. Da könnten Hannes und Ben wahrscheinlich noch viel besser erzählen, die das Ganze ja gestern hier schon begleitet haben. Und ich glaube, die Vorstellung der einzelnen Tools und Neuerungen und Updates der Programme sich angeschaut haben, beziehungsweise auch gezeigt bekommen und kommentiert haben. Und die waren die letzten Jahre auch vor Ort gewesen und haben da halt eben vor Ort in... Ach, das waren diese wirren Videos, die sie dann irgendwann mal geschickt haben, ne? Genau. Wo sie in irgendwelchen schäbigen Hotels abgestiegen sind. Sie dachten, dass sie reich und berühmt sind und was können, als Adobe denen das erzählt hat. Und die Adobe MAX ist halt eigentlich eine große Messe, quasi so ein bisschen Gamescom-like, wo man sich halt eben trifft und wo es dann halt eben natürlich um die neuen Programm-Updates geht, wo aber halt eben auch Leute Workshops geben, erzählen, von ihrer Arbeit zeigen, wo man sich halt einfach trifft und kennenlernt, so in der ganzen Kreativbranche. So. Okay. Ja, und im Rahmen dieser Adobe MAX gibt es heute eine weitere Session und die wollen wir jetzt begleiten, denn die haben so ein bisschen was mit dem zu tun, womit wir uns eigentlich tagtäglich beschäftigen. Zum einen Musik und zum anderen Filme. Ja. Und dafür sind Ben und Hannes einfach nicht geeignet. Nein, das war ein Scherz. Nein, aber wir sind heute hier, denn dieses Panel wird tatsächlich von ein paar Leuten begleitet, die wir schon im Laufe unseres Sendungslebens des Öfteren mal bewundern durften oder halt deren Arbeit wir des Öfteren mal gesehen haben. Unter anderem ist heute mit dabei Annie Atkins. Das ist ein, wie nennt man es, Creative Director. Die Dame hat Props unter anderem erstellt und designt für diverse Filme. Unter anderem für Isle of Dogs, die Box Trolls, Grand Budapest Hotel, Bridge of Spies, Joker, stimmt, und diverse andere Filme. Die Dame macht zum Beispiel, wie kann man das erklären? Die designt zum Beispiel Landkarten oder bei den Box-Trolls, das sind so kleine Trolls, die haben halt alle eine Schachtel um den Körper rum. Da hat sie diese Schachteln designt, also wie die Schachteln halt aussehen, welche Firmen das quasi sind, also so Firmenlogos und oder die Zeitung bei Isle of Dogs, so wenn man sich an Isle of Dogs erinnert, das sah ja ziemlich geil aus, so dieser geile Stop-Motion-Film, der voller Details war, wo überall alles beschriftet war, genau. Wo irgendwelche Schriftzeichen waren, wo irgendwelche Zeitungen reingeflogen kamen, irgendwelche Briefe geschrieben wurden, und genau für solche Sachen ist sie halt verantwortlich. Genau, und weil sie halt bei Isle of Dogs mitgemacht hat und bei Grand Budapest Hotel, ist wahrscheinlich auch Wes Anderson mit am Start. Der Regisseur, den wir halt kennen für Royal Tenenbaums, Tiefseetaucher, der fantastische Mr. Fox, Isle of Dogs und so weiter und so fort, der wird mit dabei sitzen und auch noch so ein bisschen was erzählen zu den Techniken, die jetzt da präsentiert werden. Ja, zumal ich glaube, er ist auch vor allem dabei, weil er so eine sehr prägnante Handschrift hat, optische Handschrift, so was seine Filme angeht. Du siehst halt einen Screenshot aus dem Film und das reicht meistens schon und du kannst sagen, dass der von ihm ist. Genau. Und ich glaube, weil er halt eben sehr viel eben so eine Wichtigkeit auf das Bild und auf Bildkomposition und auch auf die Effekte setzt. Ich glaube, deswegen ist er halt eben auch dabei. Ich würde aber tatsächlich auch gerade jetzt in Zeiten, in denen wir uns halt befinden, davon ausgehen oder ein bisschen mit einwirken lassen, dass Wes Anderson ja zum Beispiel eben seine Stop-Motion-Filme wie Fantastic Mr. Fox oder Isle of Dogs, dass der die ja so gesehen über den ganzen Erdball verteilt inszeniert hat. Also da saßen ja Departments irgendwo in der Welt, mit denen hat er niemals persönlich Kontakt aufgenommen, sondern von denen hat er einfach nur die Arbeiten entgegengenommen. Also der schafft es ja, sag ich mal, seinen Film über keine normalen Sets oder sonst irgendwas entstehen zu lassen, sondern halt über das Zusammenwirken von verschiedenen Stellen, die er dann halt zusammenführt. Das muss ein Albtraum sein. Ey, ich kenn solche Geschichten von so Animationsserien teilweise und das muss ja ein absoluter Albtraum sein. Ja, das glaube ich auch. Also gerade bei so einem Stop-Motion-Film, ne? Also, oh, geht's jetzt schon los? Ja, tatsächlich. Okay. Und die beiden sind aber nicht allein, denn die haben unter anderem den französischen, Musikvideoregisseur und halt auch Musiker Woodkid mit am Start. Genau, dieser Grafikdesigner und Musiker. I once heard an art director describe das wird sie sein. Das ist die Dame. Wie heißt sie? Annie Atkins. Und Marshmallow, der
Future Bass, Trap, EDM, Musikproduzent und DJ mit der doch sehr einprägsamen Maske oder der einprägsamsten Maske seit Deadmau5. Hi, my name's Annie Atkins and I'm a graphic designer for filmmaking. Sie erklärt sich selbst. Ja, schön. Guck mal zu. Most of the things we make are supposed to blend into the background so that they don't distract from the drama that's unfolding between the characters. We include a huge amount of detail in our graphic props to make that work. It's almost like the more detail we add, the more readily it just disappears. And we really try to design pieces that feel authentic to the world that we're inhabiting, whether that's using a real typewriter instead of a digital font, or getting rubber stamps made instead of using Photoshop brushes. I find the most effective way to make authentic feeling artwork for a movie is to start each prop with a real antique document as a visual reference. I always think that making art for film is almost like life drawing. You really have to study what's in front of you rather than just constantly looking at the piece of paper or your own hand. These are some of my mother's drawings when I was a little kid. She used to draw every single day. The one in the middle there is of me when I was just 1 day old. So she must have had her sketchbook with her in the maternity hospital too. And she always said that if you wanted to excel in any craft, it was all just practice and good old-fashioned elbow grease. So I think we can say that graphic design for filmmaking is really forgery. It's not so much about being original as it is about being able to imitate something effectively and then develop that piece to fit the genre or the plot of the script. Like later on, we can movie it up a bit, add a rubber stamp, top secret. The graphic props that you might remember from your favourite movies are probably all hero pieces, like the forged banknotes or the beautiful chocolate boxes or the treasure map. But most of our day's work in the art department is creating the piles of very boring legal documents sitting on a lawyer's desk, or reams of FBI paperwork, or in trays full of airmail. Why do the details matter so much when these things aren't really seen at all? Well, first of all, I would say they are seen. It's just maybe not necessarily by a cinema audience, but it's always seen by the actors. I think film sets don't look like the beautiful scenes we see on the cinema screen. The reality is they're full of cables and lights and guys standing around wearing North Face jackets, drinking coffee from styrofoam cups. So in the art department, we try to make our pieces to help transport the cast and the director into what's often a very different time or place. But then also I think when you work on a movie as a graphic designer, you're really just like a very small cog in the wheel. Film crews are like armies. Every department has their own very specific role to fulfill. And if you wonder why we might need the correct postage stamp on a letter that we only ever see being mailed in the background of a super wide shot in the distance, you could also ask why, if there's a scene at a dinner table where we only ever see people from the waist up, why did the costume department dress everybody in the right pants? Well, I think it's almost like we're all trying to tell the entire story of the script purely through our own medium. And I think that's the magic of filmmaking. We can tell a story purely through graphic design, and it would look like a storyboard or a graphic novel. We can tell a story purely through costume design, and it would be a runway show or a fashion collection. And we can tell a story purely through music, and it would be an album or a symphony maybe. But I think it's when all these art forms come together, working under one director, each artist on that set completely dedicated to the tiniest little things, that's when you get that completely immersive experience that is sitting down in the cinema and watching a movie. So I thought that shining a little light on this process of designing graphic props for film would make an interesting book. But then when I took the idea to the publisher, the first publisher that I approached about it, they were not convinced that there would be an audience for a book on the subject, because they felt like the crossover between graphic designers and people who were interested in filmmaking was probably too low.
And I did understand that because I've been a graphic designer my whole life. I've watched movies for my entire life, but it wasn't until I was in my late 20s when I went to film school that I put two and two together and discovered that this was a job at all. But the more I thought about that, the more I began to feel that that's exactly why we did need a book on the subject. And then an editor from Phaidon got in touch and I wrote fake love letters, forged telegrams and prison escape maps, designing graphic props for filmmaking. So originally this was supposed to be released on Valentine's Day, which I thought was a really nice coincidence with fake love letters in the title. So I thought it would be fun to create a bunch of real love letters to string up in bookshop windows to launch the book, along with a bunch of other props that were kind of all hanging up to dry. Of course, if I'm going to play this game by my own rules, then I was going to need real declarations of love to base the content on, because I knew that if I just started making up love letters, they would be too obviously fake. Like, what do people really say when they write a love letter, and what do they really want as a response? So I decided to ask on Instagram if people would be willing to look into the depths of their email archives and dig out old emails to or from their ex-partners, and then give me permission to turn those emails into physical vintage letters with all the names changed. The same day that I put the call out, all of a sudden all these messages started flooding in. Fleet Street love letter, a New York love letter, a love letter from a mysterious neighbour, a love letter to my grandmother, drunk love letter to a friend, a love letter to my dog, love letter to my ex, love letter from when I was young. There was a lot of love and a lot of heartbreak. So I made a spreadsheet and I decided that I would try to make 14 different letters, one for each day of February in the lead up to Valentine's Day. And this was the first one. Dear Lucy, timing has never quite been my forte. So here I am, confessing something I should have said a long time ago. Lucy, loose, plain Lou. I shan't compare these to a summer's day, all hot and sticky. Rather a day like today, grey, wet, sullen. My most cherished forecast. Das sieht so simpel aus. Und es ist so schwer hinzukriegen, das, was sie gesagt hat. Aber sie hat es mit der Schreibmaschine getippt, oder? I figured when you moved away would be an apt time to make this confession, naturally. Aber das Papier hinzukriegen und so weiter, oder? I love this one. Und das ist halt benutzt aussieht, was das ist. Felt like they had been sent after the fact. It's almost like people are often only able to express their true feelings once the reciprocate has left the building. Why is it easier to tell people that you love them when it's too late? I don't know, but it is. I try to make antique documents using real antique paper when I can, but there is a finite amount of it in the world, so it can be quite expensive. You can also tea stain paper. You probably did that when you were a kid. You can dip a piece of bright white paper into a tray of strong black tea and it'll come out brown. Es ist mehr als nur, ich setze mich vor den Computer und versuche das zu entwerfen. So, ne? When I was a young trainee, I went for an interview on a Victorian BBC drama. Je nachdem, was für eine Stufe an Echtheit du halt kriegen willst. Aber sie sagt ja, je echter es ist, je mehr Details du irgendwie einfließen lässt. Der Zuschauer wird es über kurz oder lang irgendwo registrieren. Auch wenn es nicht auf der ersten Ebene registriert. At least with the hero props, the props that get a close-up or have a character of their own. Elizabeth, I am now sufficiently freaked out. I am not ready for a visit. I think we are way apart on our interaction. You want a relationship, I do not. Das ist so ein geiles Businessmodell, jetzt mal ehrlich. Ich glaube, ich kram jetzt auch mal die alten E-Mails an meine Frau raus, bevor wir noch nicht verheiratet waren. Also irgendwelche alten E-Mails und dann so schön in der schönen so ein macht man mal so 3-4 Stück und sagt, hier, guck mal, das ist eigentlich echt eine schöne Idee. It would be a lie and I won't do it. Sincerely, Richard. P.S. Please do send a wire message on receipt of this letter to confirm that you are not coming. So, judging by this headed notepaper, Richard is clearly someone who is very capable and businesslike in his professional life, but somewhat panicky in his personal life. My favourite little detail on this one is the initials at the bottom, REH:VB. This is a formality for typewritten letters, or at least it was in the mid-century, which denotes the initials of both the person who wrote the letter and the person who typed it. Which means that Richard was pacing around his office dictating it while his secretary typed it out for him.
I know we've not spoken for years and you're soon to be a married woman, but if you change your mind, just call me. 5 years, 10, 20, it doesn't matter. Wherever you are in the world, I'll come and get you. Andrew. I thought this was a nicely succinct message that would suit being reimagined as a telegram. Telegrams are something we make for film time and time again. If you work on a movie during any decade from the years 1870 to like 1962, you're going to see a telegram pop up at some point in the film. Directors love them because they really speak of another era of communication. I don't know why this happens with telegrams, but not, say, fax machines. Like in a 1980s action film, you never suddenly hear the office fax machine suddenly whirring into life. Ich habe auch, glaube ich, in meinem Leben vielleicht... one was a note that was passed to a woman who was sitting in a restaurant having dinner with her then boyfriend, and when he went to the bathroom, somebody passed a note from the next table. Young lady, you will maybe think I'm crazy. That is a risk I'm willing to take. The young man you are with tonight is, for a lack of a better term, an ass. You, on the other hand, are attractive, perceptive, and it appears to me quite intelligent. Das sind schon ein bisschen viele Hearing the Briefe man jetzt, you're with tell you it's not your fault you speak poorly, it's the culture you were born into. Gut, sie zeigt halt, was für verschiedene Formen sowas halt haben. Das heißt, sie hat den ganzen Brief nochmal runtergeschrieben da, oder? Genau, das wollte ich eben gerade fragen. Wie viele Handschriften hat sie drauf und wie schwer fällt es ihr, in einer anderen Handschrift als ihrer eigentlichen zu schreiben? You're amazing and deserve the best. Never settle. Consider carefully. Könnte ich nicht machen. Mir fällt schon schwer, meine eigene Handschrift zu schreiben. Vor allem dann noch leserlich. Yes. I better try to find grammatical errors in this note. Mir fällt es überhaupt schwer, eine eigene Handschrift zu finden. I hope she was right and she didn't just misunderstand something in her eavesdropping. Handwriting on a prop is pretty much the only time I ever have to have any interaction with an actor at all. If they have to shoot a scene writing something to camera, they'll come up to the art department where we've developed their character's particular handwriting style. Or we have to show them how to use a dipping pen, an ink, or a fountain pen, or a feather quill, or whatever writing implement is right for the period at hand. It's also not uncommon for an actor to request a hand double for the trickier pieces, which I think can sound outlandish, but I just think creating period cursive handwriting is sometimes even more difficult than like doing your own stunts. So I published 14 of these letters on Instagram on Valentine's Day, das and honestly it was the first Valentine's Day. Die Handschrift hinzukriegen, die vorgegeben wurde vom Art Department. And my publisher had arranged a book tour too for March, starting in New York and ending in London. So it was all go. But of course, rolling away in the background was this continuous news cycle about coronavirus. So I was kind of expecting the launch not to happen. But then there was also something else going on for me too, personally. I had called my parents in Wales to see if they'd received their copy of the book, and my mum said, yes, they had, but she hadn't had a chance to read it yet. And I thought that sounded strange because she's my mother. She usually reads or watches anything I'd worked on right away. Like, I think she got a copy of the Grand Budapest Hotel before I'd even seen it at the cinema. But I tried not to overthink it, and then a couple of days later, my dad called me, and he said the reason they'd been out of contact for a few days was because they'd been back and forth to the hospital, because my mum had been diagnosed with late-stage terminal cancer. And we then went to Wales, where my parents were, and we were able to spend 3 weeks with her in March before she died. And I know that that doesn't seem like very much time, and it wasn't very much time, but in hindsight now, we were actually very lucky to have that time to be with her freely in the hospice, because visiting rules were about to change drastically as the first lockdown regulations were about to come into play in the UK. And I was really into the lockdown. I was very law-abiding, and I expected everyone else to be too. I think because, like, I remember my mum's nurse, her wonderful nurse, explaining to us that usually in a hospice, as opposed to a hospital, they're rule breakers. Like, they'll sneak your dog in, they'll get you a bottle of whiskey, whatever it is they can do to fulfill their patients' wishes, they'll do it. But in the case of a global pandemic,
there were rules that just couldn't be broken. And the first rule was that there couldn't be any overnight visitors anymore. And, you know, we understood that. We left. Well, my brother and I left, and my dad slept outside the hospice window in his camper van, and my mum died that night. Okay. When we got back to Dublin at the start of the lockdown, it was like all of a sudden I took on the role of the Dublin COVID park ranger. I was definitely the person who was tutting loudly at people walking two abreast on the sidewalk and shaking my angry fist at every time I saw like a jogger spitting. I realised then that I really needed to channel the anger that I was feeling into something more productive. So I thought maybe I could create another collaborative project with my Instagram followers. And this time I thought we'd come up with a series of faux public service posters with people's best advice on how to get through a lockdown in good spirits. Hang a bird feeder and always have visitors. Reread your favourite book. Now is not the time to text your ex. This time I wanted to keep the design of these super simple. My studio was on the other side of town and I had no access to it because we all had to keep within 1 kilometre of our homes, so I didn't have any of my tools or my paintbrushes. So instead I just drew everything on my iPad in Adobe Sketch on the couch in the evenings after my kid had gone to bed. I know everybody's migrating from Adobe Sketch to Adobe Fresco, but I'm like, you know, I feel like every young assistant I've worked with in my studio over the past 2 years has been saying to me, you know, you can actually do all this hand drawing stuff digitally now. And I'm like, so baby steps, I'm getting there. So I wanted these posters to be very much no bells, no whistles, just red and blue, slightly clumsy block capital lettering. It's supposed to look as if they had been issued by someone in local government in a hurry. Shakespeare wrote King Lear under quarantine. Well done, Shakespeare. Good for you. This was a phrase I saw passed around a lot on Twitter at the very start of the lockdown. And I felt panicky when I read it. Like, okay, what am I going to do with this time? But also, Shakespeare probably didn't have to play Lego for 5 hours of his day with his preschooler. I think when you're in a creative career like filmmaking or any area of design, you're used to producing a very high turnover of artwork every day. And it can be a real shock to the system to suddenly have nothing to do, like no pressing deadline. It's almost like a weird drug withdrawal, which makes me think now that maybe creativity and productivity are overrated. Like, productivity is okay in moderation. There has to be room for life outside of work. So I mentioned earlier that my mother drew every single day when she was young. So she was someone who took her craft seriously in her time. But I can tell you that when it came to the days that we spent in the hospice together, the last thing she wanted to talk about was work, or art, or design, or creativity. All she really wanted to talk about was like funny memories of trips she'd had with friends or the times that we'd all had together. So with that in mind, I produced one last poster for the series, and that was, relax, your productivity is not your worth. We ended up printing 3 of the best lockdown tips with my favourite screen printers, Damn Fine Print, here in Dublin. And we sold them online as signed limited edition prints. And we managed to raise over $10,000 for St. David's Hospice in North Wales. Oui. So hopefully soon they can get back to sneaking people's dogs in again. Thank you for watching. Das war jetzt etwas... Das ist ihre Mutter, das hat sie auch auf ihrer Webseite. Das war jetzt etwas anderes, als ich erwartet habe. Ein bisschen, guck mal, da ist er ja. I'll close this, Aber hat ein paar sehr schöne und sehr wichtige Sachen gesagt. I thought what I would do is video myself like this, and then I'll shoot from a wider camera position, but I'll try to kind of frame it at the same spot on me. To make cuts, you could always use the wide, and you can just maybe cut along the curtains and paste me in from the tighter in the wider to just jump from one thing to another. That was one idea for how we could do it.
So I'm Wes Anderson, and I'm gonna look there, right? Okay. Ich weiß nicht warum, ich habe immer gedacht, das ist ein alter Mann. Hello. Nee. I'm gonna say a few words today, just about how I work, my own methods for making films that I've developed for myself over the years to try to use a bit of what I've experienced to help me in the future and to try to compensate for some of my own failures and weaknesses with techniques that tend to cover them up for me. I've made 10 movies now, 10 feature movies. 2 of them were animated, and the movies got bigger over each film for the first 4 movies. And the 4th movie I made was enormous. And a lot of it was shot on the sea. It was in Italy, and it was extremely difficult. And we had planned to shoot for 80 days, which was already Murray, don't too give a long. fuck. Yeah. And we ended up shooting for 100, which is much too long and expensive. After I finished that film, I did quite a bit of thinking about how I wanted to go on. Right after that, I made a fantastic Mr. Fox, and some of the methods for how we make animated films very forcefully affected how I continue to make live-action films. So I'll now just tell you a bit of how I do it now, but what I do now really has evolved, especially from those experiences. Okay, hat seinen größten Film gemacht und danach ein Stop-Motion. It rarely begins with an idea for a story. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Tiefsee Taucher halt auch wirklich hinter den Erwartungen der Bosse geblieben ist. Like maybe a character, dafür, dass sie halt eine Menge Geld ausgegeben haben. Something like a genre. That, for instance, I made a movie that was set on a garbage dump island filled with dogs. I wouldn't say garbage dump island filled with dogs is a genre, but it's what I started with. I think of this an interview some years ago with Tom Stoppard, who someone asked him about an idea for one of his plays. He said he never has an idea for a play, he has an idea for 2 plays. He takes 2 different things that he has in mind and combines them. And for me, that's been the case for many films in a row. I wanted to make a movie in India, and I wanted to make a movie on a train, and I wanted to make a movie about 3 brothers. 3 completely separate ideas, and I mixed those and made a film. I had an idea that I wanted to make a movie about a magazine like The New Yorker, an idea that to make a film that was an anthology, a collection of short stories, and an idea that I wanted to make a French movie. And that's my new film called The French Dispatch, which has been shelved for the moment while we wait for this virus to complete its work. Writing partners, friends, really. The first 3 films I made, I worked with my school friend, Owen Wilson, my old friend, and he and I began to make films together. Then I worked with Noah Baumbach, and subsequently with Roman Coppola and Jason Schwartzman and my friend Hugo Guinness, and we all have had a lot of fun working together. I'm the one who actually does the physical writing in these recent films. I write in longhand in these little notebooks, and often sometimes I use note cards to get things organized, as you can see. I mean, a notebook was for a specific movie. Nowadays, the notebook will go a certain amount, and then it'll switch to another movie and go back to another movie. So I also, end up with. Und das wäre jetzt schon für mich der erste Grund, wieder zu sagen, ich fange gar nicht erst an. Aber geil, das zu sehen. 3 pens, a blue, a red, and a black. At the moment, I've got a script that I've finished, I think, and so I'm now on my new project working in sort of my second phase. The second phase I was really intending to talk about is how as I noticed, the back of my page here has been decorated without my knowledge. I think it's a kind of seems to be a tea or a lunch with a ballet performance. This is nothing to do. This is not part of my storyboarding or anything like that. This happened without my knowledge. I always storyboarded my movies and planned the shots in advance the best I could, but I learned
doing Fantastic Mr. Fox, how helpful it was for me to more carefully visualize the movies. I have a storyboard illustrator, Jay Clark, who works in Oxford, and then I'm a former assistant of mine, Edward Bursch, who lives in Pittsburgh, Pennsylvania. The three of us essentially make the film in pencil drawings. Usually spend, on an animated film, we will spend a year working together in that way, with me recording my voice on my iPhone. I noticed a new presence in our company. A small, elderly man, smartly dressed, with an exceptionally lively, intelligent face and an immediately perceptible air of sadness. He was, like the rest of us, alone. But also, I must say, he was the first that struck one as being dass sie sowas nicht auf die Blu-rays packen. Wie geil das wäre, den ganzen Film so als sagst ja immer wieder. And we make a Ja, das ist aber schon ein bisschen langweilig. version of the film, but egal, it's ich würd's mir trotzdem very mal clear and helpful, and it is Ich finde halt especially valuable for den us Transfer davon in finde ich ja so spannend. designing the Weil sets, alles, was er da hat, because genau. it shows us a version of everything we need to see and build, and sometimes Er muss to ja alles work schon mal within our vorbauen, means, damit er weiß, that's wo er the hinschlägt. crucial Das ist echt thing, krass. to only build and create exactly what we intend to use, literally how much wall to build. Also man muss es nicht, aber in seinem Fall, in seinem speziellen Fall des Machens, ist es definitiv von Vorteil, es vorher alles zu I work wissen. with many of the same actors again and again. And if somebody who's seen my movies will know this, and don't quite feel obligated, but I want to figure out how am I going to have a part for this person. What is Willem Dafoe going to play, and what is Tilda Swinton going to play, and how do I get Owen Wilson and Bill Murray? And I want to have my friends in these movies because they're some of my favorite actors. Along with that, I often like to have several new people in the mix each time, and often we have young people. When you have very young actors, that takes quite a lot of searching, and that can be a very fun process as well. The locations will always play a big role if you're doing a locations film. The thing I've found over the years, I began to approach it in a different way where these location scouts became more like research journeys. When we were scouting the Grand Budapest Hotel, we had traveled in Hungary and Czech Republic and Poland and a town near Dresden, Görlitz, and where we found everything we needed to make Grand Budapest Hotel. When I find a location, when I figure out where we want to shoot the movie, it's usually because there's one or two crucial ingredients in a certain place. And then I try to build everything I can around that. I try to find the other locations as close as possible to the central ones and try to find a place that will have lots of things for us to work with. So, for instance, when we made Moonrise Kingdom, we found a house where one of the characters lives, an important location for the story. And then we shot everything we could within a range of about 15 to 20 minutes from that house. We've started over the years to also shoot our films where we move into a town or city and we travel almost entirely by golf cart, which is a great way to get people in and out of their vehicles quickly, to be able to see things closely from the street. It's a great way to research a place because you're never blocked from it, but you can zip around. Das echt? For me, I function much better when people have already experienced what I'm going to be like. I try to have as small a team as possible on the set. We try to light everything we can in advance as much as possible so that when the time comes to shoot, we can just go from one thing to another as much as possible. For a period of time, I tried to make the case that we don't have to have lunch at all. It's never gone over very well. For another period of time, I was able to convince everyone we would just have soup, thermoses of soup. Finally, what we've settled with is we have a little collection of these suitcases that unfold into picnic tables. We set up our little tables, the lunch is brought to us, and we have 15, 20 minutes break, and then we're back to work. It's a very quick lunch, and it's a shorter day. This is crucial to me because I've always found that the lunch is meant to take an hour, but it takes another hour to get back going again after it. Ja, da hat wohl recht, ey.
aber da musst du auch Bock drauf I haben. like Ja, to shoot natürlich. things in camera, meaning everything we can, we build on the set, and anything we need, we try to do live. But we've also gotten into a habit of modifying things in post-production more and more and more and more, and refining things, and also adding things in, particularly miniature elements and things, into certain shots. Lately, almost every shot gets modified one way or the other, and that's interesting because sometimes you can, not only can you refine the sets and the atmosphere of the movie, but you can even do things to help an actor. One example is we had a pair of contact lenses made for Tilda Swinton for Grand Budapest Hotel at great expense, and they looked very good, and they gave her sort of cataracts. We put her together in this look once and filmed tests, but when the day came to shoot it, something had happened to the contact lenses while they were in their solution, and the cataracts had disappeared. They no longer had any effect. But we were able to then take the camera test version of Tilda's eyes, the cataracts, and we applied them into the shot in the film. I had a bit of a film where someone's head was turned like this through certain sequences, and I straightened his head because his performance was better when his head was not crooked. There are strange things you can do, and you can do virtually anything. Das heißt, er hat jedes Mal die Augen ausgeschnitten, Das ist scheinbar. die ausgeschnittenen Augen auf Tilda Swinton gesetzt. The color grading process has changed. It's become almost like a painting, though I shoot on film, and I want to do everything I can to preserve the film look, which I think is a special thing. And I love the process of shooting on film, the experience of shooting on film. But I will say we use our digital resources very extensively after that. I had met the composer Alexandre Desplat, who lived just 2-3 blocks away from me in Paris, and happened to be one of my favorite film composers. We have an interesting way of working together, which is we talk mit dem einen ist er zur Schule gegangen, mit dem anderen hat er da einen Unikurs belegt und der dritte war auch nochmal ein Jugendfreund, der wohnt 2 Blocks weiter. Warum? Wo wohne ich 2 Blocks weiter, Eddie? Und? Reichte das nicht? Ja, was bringt mir das nicht vielleicht das, was du verdient hast? Weißt du, er wohnt von Alexander Desplat irgendwie entfernt und hat geile Musik in seinem Film. Ich wohne von Eddie entfernt und warte immer noch seit 5 Jahren auf meine USS 117 DVD. Sometimes we're together, and then sometimes I'm editing with a music editor. Sharing the movie with the world. And I do have a lot of good people to work with for trailers and designing posters and making art, and we usually make a lot of things to go with the release of the movie. Maybe the theme I could give in summation is that we try to use a sort of scientific approach. A lot geil, dass er den Gag jetzt mit dem Ranzoomen immer wieder macht. And sort of strictness about systems and a lot of technology to overall Ich habe ihn mir ganz anders create vorgestellt. something that is actually sort of handmade. And I hope it was of some interest to hear me download to you how I have been going about it. And I hope also if anyone has any pointers for me of how to improve this system, please be in touch. Thank you so much, and thank you to Adobe, the Adobe team, for inviting me to be a part of this whole conference. Mann, ich hab Bock, wieder einen seiner Filme zu gucken. Ja, ich glaube auch. Fantastic Mr. Fox muss ich mal wieder gucken. Ja, genau. Und ich muss aber auch Tenenbaums und Tiefseetaucher will ich auch nochmal wieder gucken. Ja, Tenenbaums. Ey, Tenenbaums ist mein Lieblingsfilm von ihm eigentlich. Der hat mich damals nicht abgeholt. Den müsst ihr, glaube ich, nochmal gucken. Was ist das jetzt? Das Woodkid. Ah, das Woodkid. To really shapeshift the story. I'm Johan Lemoine. I'm Es also geht um known sein as neues Woodkid, Video. as a musician, Sein aktuelles. but I'm also a film director, motion designer, and CGI artist, I guess. I'm here to talk about the second big love story of my life, which is post-production and CGI and images in general. I started out Hat unter anderem für Katy Perry schon Videos almost gemacht. 20 years ago zum now. Beispiel. I was just out of my Ja, aber auch seine eigenen Ja, ja, und seine eigene, ja, aber er hat auch für I was andere studying Leute schon animation and Musikvideos illustration, produziert. and I
was hired to make my very first films in animation. At the time, I was just doing things on my own, but then slowly I started to get commissioned for films. And one day, I think in 2007 or something, I got hired to make a video for AIDS, the association, the French association. We made this very silly animation film. It was just like little penises, a little penis on the walls of the bathroom. Irgendjemand schrieb im Chat schon, ist wie Hannes. And it became super viral, and we got a lot of awards from it. And that's kind of like how my career started, really, as an animator. I got interested in like kintsugi very early on. Kintsugi is a Japanese form of art that consists in taking a broken pottery and reassemble it with gold. The reason why I'm talking about kintsugi is that I believe it's really close to my philosophy as a post-producer and a graphic designer, and also as a musician, I think, which is working with constraints, with things that are broken, with things that don't work, and make them beautiful, or try to like not work under constraints, but really with the constraints. There's so many examples of that. When I made Alwin, my first video as a director, I wanted to depict like massive Das Lied davon wollen die Assassin's Creed Fans kennen. I wanted Hollywood in a way. Of course, I didn't have a Hollywood budget. That was definitely a big constraint. Sieht geil aus. I started to like shoot all my actors on a green screen because that was the best way for me in compositing to assemble everything. I had no budget to choreograph everything together. So I shot everything individually on a green screen. Horses, people jumping on trampolines, costumes, also even like plates of explosions, like of charcoal explosions and stuff like that. But when I had everything in post, I realized I had no money to make backgrounds anymore. I had no money to make landscapes. So what I did is I just took the footage and turned it into black and white. So the whole aesthetic of my first album and my first campaign is actually exclusively driven by a constraint, which is trying to make the best out of not having that much money. So what I did is I assembled everything on that fixed camera, all these actors jumping together, this explosion, these horses, to make like big paintings, and just turn it to black and white so that the green screen became gray. And I didn't have to rotoscope or paint out everything out of my actors. In the case of another video that I did for Jules, for this I used photogrammetry, but I realized that I had a lot of artifacts, for example, on the video, and I didn't have the money to clean up everything. So I just decided to cover these things literally with gold, which is kind of like the ideology of kintsugi. And that did define the whole aesthetic of the video. In the campaign I did for Louis Vuitton, for the 6 girls, I had money, but I had no time to render. So I went for a whole play blast look. I didn't render anything. I just screen capped whatever the UI was giving me. And that defined also the look of that campaign. I always try to work Großartig. within a chart. Das siehst du bei Mad Max ja auch, ne? Diese weißen Flecken. Diese Überstrahlflecken. So, ne? Ja. Andi hat mir die einmal gezeigt. Seitdem kann ich die nicht mehr übersehen. Furchtbar. Darf ich auf keinen Fall drauf achten. On my first record, I knew that I did not want to use any drums or any bass or guitar or any classic instruments. I always wanted to limit the range of the percussions, knowing that I also had only the orchestra to really play with, maybe an organ. But by limiting my abilities to use some instruments, I actually feel like I was more free to like express myself and work within that constraint that would define a very clear vision in art direction. Over the past 5 years, I started to really teach myself a new way of working, which is the procedural way of working. I started to really get into substance. I started to get into Houdini a lot. I started to learn Vex and Python and the tools of Houdini to really Ist es noch eine? find a way to work liegen überall Schrauben rum. really work with Ich krieg my Angst. brain. This opened up like a crazy amount of opportunities visually. As a technician, as a graphic designer, as a post-producer, I realized that when I was younger, I didn't have control of the stories because I was always at the end of the chain. And that by knowing the tools, I had a power that the people that didn't know the tools at the beginning of the chain didn't have.
which is knowing what's economic, knowing what's easy to do, knowing what's satisfying, knowing what is das ist der wichtigste Punkt. Rewarding in post-production. The power that we have as image makers is that when we take the control of the stories, we can use the tools that we know to really shapeshift the story. Was ich bei uns auch In all mal these merke, cases that I'm talking about, je mehr die Leute über andere Gewerke Bescheid wissen, desto besser wird das Projekt, weil sie halt direkt schon planen können, was ist wichtig, was ist möglich, wie kriegen wir das beste Projekt raus, Produkt raus. Even if you don't have the money or the time. Wenn du schon nur eine optische Entsprechung hast zum Beispiel. Also wenn du sagst, ey, zumindest halt Einblick, was ist überhaupt möglich, wie funktionieren diese Programme, wie funktionieren die Prozesse und Abläufe. Habt ihr mich jetzt eben schwarz-weiß gemacht? Ja, siehst du, und schon sieht's besser aus. It's always been very interesting for me to work for others because then I am at the service of another artist. Really, when you're the director for another musician, you're not the artist. That gave me a lot of freedom in collaboration to really learn from the other people's world, the other artists' world. And I feel like with time I've taken that and I've brought it into my own world. The cool thing about knowing about visuals and the visual world and the tools, the visual tools and the sonic tools is that there's, especially with the procedural approach of things, there's connections that can really be made. I've tried a lot to do that on my record. I've always taken like little bits of sounds that I found through like Max for Life, for example, I've used a lot, playing with curves and playing with distortion of sound and really creating texture out of sound. And then doing the same thing in post-production in Houdini, for example, or Substance, and trying to like find the equivalent, the sonic equivalent or the visual equivalent. You know, we always use very visual language to talk about sound. Oh, that sounds matte, that sound is shiny, that sounds wet, that sound is dry. And I realized that there was a way with the tools that I knew to really make a bridge and try to put them together. Almost like a Morse code kind of gated sound on pale yellow. And I realized that visually it could work with some kind of flickering lights or lights that had that same kind of approach to gate. If I gated sound, I could gate light the same way. And what if it was the same gate that was gating both of them? Ich mag das Matte. Und das ist sogar schon ein bisschen älter. Das ist nicht das Aktuelle, wenn ich jetzt keinen absoluten Quatsch erzähle. I worked on a matter, a black matter that is extracted Alter, das Video ist so schön. Narratively, I worked on that on the first video, Goliath. Procedural growth is something that I have been interested in a lot. And that's how I have built the Goliath. Aber sowas verselbstständigt sich doch dann auch irgendwann, oder? Also du musst jetzt nur einen Anfang schaffen und dann blubbert das, sag ich mal, komplett autark oder beziehungsweise selbst errechnet? Ach so. Du kannst ja nicht jede Bewegung dafür festlegen, oder? Je nachdem, wie du es machst. Echt jetzt? Oder was genau meinst du? Naja, ich meine, wenn du jetzt... Also da arbeitest du auch mit Algorithmen und keine Ahnung, oder? Naja, wenn du Feuer oder Rauch oder sowas simulierst, dann ja, dann sind das Partikelsachen. Außer du willst was ganz Spezielles drin haben, eine ganz spezielle Bewegung, dann musst du da Hände schreiben. Ja klar, aber wenn ich jetzt einfach sowas, ich weiß es nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass er wirklich jede Bewegung dieser Masse... Nee, aber du hast ja gesehen, er hatte so ein Skelett, so ein Grundskelett, das er animiert. Ja. Und das Gewebe drumherum, das wird dann generiert. Das wird generiert, okay. We all know about that triangle, which is you can only choose both, really. Sehr schön, ey. Großartig, danke. Das hatten wir mal an unserer Bürowand hängen. Ja, hier, Doom schreibt im Chat auch gerade, dieses Blubbern kann den Shader selbstständig übernehmen. Ja. Realize that they're a friend in disguise. Like, you know, if you don't have time, maybe that's a friend in disguise. That means you shouldn't render, like in the Vuitton campaign. If you don't have money, that means you have to find an economy somehow. And the economy can be very pleasing aesthetically. We have to stop fantasizing about massive production also sometimes, because I believe that the more I've had money and time and everything to make films, the less my images tended to be common. I realized with time that the films I'm the most proud of are the ones that were done under the most constraint. Because the tools, they are your ways of telling stories also. And they can be
amazing friends to tell stories. So I always spend time on YouTube watching tutorials, learning new processes, new softwares, new ways of rendering. Like these days I've been a lot about GPU rendering, so learning about it. Learning about texturing, learning about Jetzt klingt er wirklich ein bisschen wie Hannes. anything you can learn, the things you don't know, the things that are your weak points, realize that there's always a way around, a kintsugi way around, to make it something beautiful. Now we're going to end the day by playing you Goliath. It is the first song and the first single of my new record. I'm super proud of it. It will give you the keys to a whole new world that I'm creating around that record. It's a video that talks about machines. It's a video that tries to make the connection between these massive excavators that I shot in Eastern Europe and that sound that I made with contrabassoons that is it's very earthy, dystopic sound. Thank you for joining me at Max. Remember to always unleash that creativity. I've been Woodkid, and this is Goliath. Cool. And that brings us to the end of the final day. And the end of Max. And what a rolling thunder around the world this has been. Ja, aber hier Marshmallow muss doch Marshmallow war doch angekündigt. Aber wir haben 10 vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt noch in 10 Minuten irgendwas erzählt. From here on the main stage to the many breakout sessions, the sneak peeks, the demos, the workshops, there has been so much going on. So whether you have stayed with us here on the main stage the whole time, or if you have filled your schedule by joining our workshops or breakout sessions, then I hope you're leaving us feeling inspired, enriched with knowledge, and empowered to get back out there and to keep creating. I truly have loved hearing from such a different mix of talented speakers and listening to them share their creative process, inspiration, and tips for following in their footsteps. We know Adobe MAX has been different this year. But even seeing how our speakers have adapted to taking part in our sessions in a completely new format as we moved online has shown just how much creativity is rife in the world. Our theme this year has been All Together Now, and having so many people come together over the past 3 days to hear about creativity and to try out new creative techniques for themselves is exactly what we wanted to achieve. We'd still love to hear from your event highlights with the hashtag Adobe MAX. The conversation on that hashtag has been amazing throughout the event, and we've loved hearing from the creative community as it has come together over the past few days. As I said when we started yesterday, we might have to host this event physically apart, but we're so happy to have had each and every one of you take part in this year's MAX. In case you didn't miss anything from the schedule or would like to see any of the talks again, I just wanted to take one last opportunity to remind you that many of the sessions from the main stage here will be available on max.adobe.com after the event finishes today. And you'll be able to enjoy them in English or with French and German subtitles. Oh, and with that, my friends, I'm going to say goodbye to everyone from across this side of the globe. And thank you one last time for joining us over the past few days. Bitte, bitte. And now over to Marshmallow, who is here with a set just for you, closing out the event in style. Ach, okay, das heißt, er wird jetzt nur noch Mucke spielen und nicht mehr groß reden. Den Helm, das ist doch Quatsch. Was? Warum soll ich den Helm irgendwie designen? Naja, ist doch genau so. Für deinen eigenen. Für dich selber. Moment, was dürfen wir jetzt nicht machen? Das dürfen wir jetzt zeigen, oder? Oder war das jetzt irgendwie... It's Marshmallow. Welcome to Adobe MAX. Play some music for you guys. Das meine ich nämlich. Dadurch, dass der Helm weiß ist, kann er ja die ganzen Projektionen da irgendwie draufballern. Ja gut, das kann er mit seinem echten Helm, aber da ging es ja darum, dass man sich so seinen eigenen Helm designen kann, wie seinen eigenen Joghurtbecher halt. Okay, jetzt kriegen wir keine Musik. Wir müssen da raus. Wir müssen da raus, schade. 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 Naja, gut, aber dürfen wir noch kurz trotzdem da das Bild ein bisschen verfolgen? Also, naja, bringt auch nicht so wirklich viel, ne? Schade. Naja, kannst du aber nachhören, sobald du zu Hause bist. Ja, ich muss sagen, Marshmallow Sound ist nicht so ganz mein Fall, aber ich respektiere natürlich
den Erfolg, beziehungsweise, dass diese Musik doch irgendwo genug Anklang findet, um erfolgreich zu sein. Dementsprechend ein paar Lieder fand ich jetzt auch nicht verkehrt, aber es ist, wie gesagt, manchmal ist mir das einfach zu quietschig von den Sounds. Ich muss leider zugeben, ich kenne den halt gar nicht. Bis du sogar vorhin noch vor der Tür gesagt hast, dass es halt ein Musiker ist und ich dann mal nachgeguckt habe und den einen Song und den ich gefunden habe und mir auch angehört habe, ja, den fand ich, ist halt auch nicht ganz meine Musik, aber ich fand das Musikvideo nett und auch die Geschichte, die in dem Musikvideo halt erzählt wurde und so und ja, von daher, und der scheint ja wohl auch so Fortnite-Mucke zu machen oder für Fortnite hat Musik von ihm verwendet. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also würde mich absolut nicht wundern. Er versucht ja halt irgendwie seine Identität geheim zu halten, obwohl sie jetzt schon hier und da ein bisschen er hat sich, glaube ich, auch selbst entlarvt, der junge Mann oder der Mann. Und naja, ist okay. Ich könnte es nicht durchhalten. Auf die ganze Zeit auf so einer Bühne stehen mit so einem Helm auf. Das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, behindernd. Alles für die Kunst. Ja, alles für die Kunst. Naja, gut. Auf der anderen Seite gebe ich ihm recht. Er praktiziert einfach das, was Daft Punk und so weiter ja schon angefangen haben. Er sagt halt, es geht nicht um uns oder es geht nicht um mich. Es geht um die Musik. So, ich spiele hier keine Rolle, weißt du? Also hör meine Musik, aber konzentriere dich. Die Kunstfigur, die er schafft, in dessen Rolle halt jeder schlüpfen kann, theoretisch. Genau. Ich finde es okay, ich finde es legitim, kann man machen. Wie gesagt, mir wäre das zu anstrengend. Und nach Daft Punk und Deadmau5 und weiß ich, wie vielen anderen Leuten jetzt schon mit der Maske irgendwo auftreten. Sido. Bloody Beetroots und Enge Fist und wie sie alle heißen. Ja, weiß ich nicht. Ich finde es erstaunlich, dass er noch mal Erfolg hatte mit dem Maskending. Aber das scheint wohl eine gern gesehene Nummer im Showbiz zu sein. Vielleicht braucht jede Generation ihren Maskentyp auf der Bühne. Kann gut sein, ja. Also. Hat er jetzt noch einen Song gespielt und jetzt wieder zu Ende? Naja. Ja, wie fandst du es, die Gespräche? Also, ich muss sagen, ich war überrascht von Annie Atkins. Das fand ich dann doch, also, wenn sie jetzt gerade wirklich von ihrer krebskranken Mutter erzählt und dann noch, wie sie da die letzten Tage mit ihrem Krankenhaus verbracht hat, das fand ich erstaunlich persönlich und ja, nah am Wasser, um das jetzt eigentlich in so eine technische Präsentation zu bringen. So, ne? Ja, ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass jeder scheinbar auch seine Zeit selber gestalten konnte und quasi auch den Film, den er dafür anfertigt, das Video, was er dafür anfertigt, selber gestalten und das Drehbuch schreiben. Und ich glaube, diese persönliche Geschichte hat mich auch sehr überrascht, aber ich glaube, sie wollte damit am Ende dann den Punkt machen, dass vor allem du als Kreativer da draußen, der das hier gerade siehst, nimm deine Kreativität nicht zu ernst, weil das lese ich oder habe ich jetzt auch vor allem jetzt während der ganzen Lockdown-Geschichte und sowas sehr häufig auch von anderen professionellen Artists gelesen, diesen Tipp, ey Leute, zwingt euch nicht dazu, kreativ zu sein. So, macht auch mal Pause. Ihr müsst auch mal abschalten können. Nur weil andere es schaffen, jeden Tag ein Bild rauszuhauen, zum Beispiel, so jeden Tag ein Bild oder sowas, gibt's ja so einige richtig Verrückte, die auch echt gut sind. So heißt das nicht, dass ihr das auch jeden Tag müsst. Wenn ihr halt einmal im Monat eins raushaut, wenn ihr erst alle drei Monate dazu kommt, irgendwas Kreatives zu schaffen und irgendwie mit der Welt zu teilen. Es ist vollkommen okay. Setzt euch nicht selbst unter Druck, weil das macht dich mit der Zeit irgendwann wirklich, wirklich kaputt. Und ich glaube, das war der Punkt, den sie erzählen wollte, weil sie ja gesagt hat, ihre Mutter, die halt auch sehr kreativ war, so dann zu dem Zeitpunkt, wo Zeit auf einmal so wichtig wurde, weißt du, war das absolut Unwichtigste. Ja. Deswegen schreibe ich auch schon seit, wann ist Tenet gestartet? Keine Ahnung, deswegen schreibe ich schon seit dem Kinostart von Tenet an der Kritik für Tenet. Und ich komme nicht vorwärts. Und ich weiß nicht, ich komme auch nicht auf den Punkt. Ja, vielleicht musst du sie rückwärts schreiben. Ja, vielleicht muss ich echt rückwärts schreiben. Dann ergibt sie vorwärts Sinn. Was habe ich, genau, ich versuche mir das Ende schon mal vorzustellen und schreibe vom Ende an zurück. Naja. Aber ich muss sagen, das Interessanteste für mich, ich mag das, ich finde das mit diesen Props und so, weiß ich nicht, das Design von irgendwelchen Geschichten, die im Film irgendwie auftauchen, ich finde das geil. Das sind immer Sachen, die mich faszinieren. Also gerade zuletzt zum Beispiel bei Tarantino und Once Upon a Time in Hollywood, wo die ja den ganzen Hollywood Boulevard oder halt dieses lange Stück mit 1000 Props und Plakaten und was weiß ich ausgestattet haben aus der damaligen Zeit. Die haben ja sogar darauf geachtet, dass in den Kinos, die sie da darstellen, also nachgebaut haben oder wieder zurückgebaut haben, dass da halt auch wirklich die Filme laufen, die in der entsprechenden Woche gelaufen sind, zu der Film spielt, so, weißt du? Und das finde ich immer geil. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, wir waren ja mal im Rahmen von Bada Binge, waren wir ja mal bei dem Dreh von dieser Sitcom-Serie Tanken, wo es um diese Tankstelle ging. Und da waren ja auch nur
fiktionale Marken. Also es war ja nicht eine echte Marke da drin. Die haben ja alles an Gegenständen haben die ja selbst neu gestaltet und designt und so. Und da ist mir das noch mal vor Augen gekommen, weil da standen halt 1000 irgendwie Energy-Drink-Dosen, aber es war halt weder Flying Horse noch Red Bull oder sonst irgendeine andere Marke oder Roxa? Ja, ich glaube, das ist auch eine. Also keine von diesen üblichen Marken, sondern du siehst da hin und denkst dir, warte, das kenne ich. Guckst du näher? Nee, ist ja gar nichts von denen. Ja, genau. So, ja? Und davon so irgendwie, weiß ich nicht, halt Energy-Drinks, Nudelsuppen, Taschentücher, Kondome, Schokoriegel, alles am Start, ja. Und das finde ich interessant, das finde ich einfach cool, weil du musst dann ja auch da sitzen und dir denken, wie könnte jetzt ein Energy-Drink aussehen, der nicht aussieht wie irgendwie alle 10.000 Marken, die schon bereits existieren. Genau, das ist eben, das meinte sie ja eben auch von wegen, dass es halt diese Kleinigkeiten sind, auf die keiner achtet, die es aber halt eben ausmachen. Und dann davor zu sitzen, was wir halt eben auch schon oft genug mussten. Also wir in unserer Abteilung mussten ja auch schon für diverse Sendungen, ich glaube auch regelmäßig für Game Two, uns halt Marken ausdenken und selber designen. Aber es muss ja trotzdem das Look and Feel von dem Original übertragen, so dass du es halt so nur im Augenwinkel siehst und weißt, so wie du gesagt hast, okay, da sind Energy Drinks, ohne dass ich jetzt genau hinschaue, aber ich weiß, da sind Energy Drinks, da stehen Kaugummis, da steht Bier. So, und wenn du da nah rangehst, merkst du auf einmal, ach nee, warte, das ist ja etwas seltsam. Und das ist gar nicht mal so einfach. Also und auch dieses, ich meine, sie hat Bridge of Spies, da hat sie irgendwelche U-Bahn-Karten und sonst irgendwas oder U-Bahn-Pläne und sowas gemacht, so, ja. Und ich finde sowas cool. Das trägt, das Lustige ist, es kommt nachher noch bei uns hier bei Kino Plus in der Sendung vor, auch eben diese kleinen Details, die man vielleicht nicht unbedingt wahrnimmt, aber die dir dabei helfen, diese Welt zu akzeptieren oder zumindest die Atmosphäre aufzubauen, so. Und das sind vielleicht ganz unscheinbare Details, aber irgendjemand hat sich was dabei gedacht. Und wenn sich jemand was dabei gedacht hat, umso besser wirkt es dann im Film letztendlich. Also umso weniger stört es, umso weniger fällt es auf. Wenn du einfach nur einen Stapel Papier irgendwo im Redaktionsbüro rumliegen siehst und du siehst einfach, es ist nur weißes Papier, warum liegt da nur weißes Papier rum? Die können doch nicht so viele Drucker haben, sondern wenn du halt einen Stapel siehst, wo halt wirklich abgekrabbeltes Papier ist und sonst irgendwas, dann weißt du, okay, dann fühlt sich das schon einfach viel mehr nach einer Redaktion an. Es fühlt sich halt lebendiger an und scheinbar ist es bei Props sehr ähnlich wie halt bei Effekten. Die besten fallen dir nicht auf. Genau. Und die besten fügen sich so perfekt ein, dass sie halt zur allgemeinen Stimmung, zur Atmosphäre beitragen, ohne dass sie, so wie sie es ja auch gesagt hat, ohne dass sie sich halt in den Vordergrund drängen. Ohne dass sie halt den Schauspieler oder die Leistung oder die Szene überschatten. Ja. Und ja, streng genommen, ich fand das Woodkid schon cool, aber das Wes Anderson-Ding war natürlich am geilsten, also beziehungsweise finde ich halt am interessantesten, weil er halt ja natürlich echt breit gefächert irgendwie über alles Mögliche erzählt hat. Ob jetzt das Casting oder sein Casting-Prozess, ob der jetzt wirklich notwendig ist bei Adobe MAX, weiß ich nicht, aber ich freue mich darüber, sowas zu sehen. Ja, genau. Es war halt einfach ein schöner, so allgemeiner Abriss, wie arbeiten halt andere. Weil das ist zumindest eine Frage, die ich mir halt eben auch oft stelle, vor allem wenn man sich dann irgendwie Serien anguckt, Filme anguckt und auch so hier und da Making-ofs, dass ich mir halt frage, ja, okay, es ist halt immer noch eine andere Liga. Wir arbeiten halt mittlerweile gefühlt ja schon irgendwo mit denselben Tools, oder man hört es immer mal wieder, dass man mit denselben Tools arbeitet, aber das Ergebnis ist halt ein anderes. Und wie kommt man da hin? Und deswegen finde ich es jedes Mal interessant, wenn dann halt quasi einer von denen, die mal sowas Großes gemacht haben, sich auch mal hinsetzt und einfach mal wirklich so von der Leber weg her erzählt, weil es bei den meisten halt dann doch auch genug Pannen gibt und Pleiten und dann muss wieder improvisiert werden und ähnliches. Oder eben halt so Einstiegshürden. Ich fand es jetzt super zu sehen, dass er sagt, ich setze mich jetzt hier hin mit meiner Kladde und skribbel mir erstmal einen zurecht und schreib mir nochmal irgendwie so ein paar Gedanken auf. Tarantino macht das ja auch. Der schreibt ja alles per Hand mit einer absolut übelsten Sauklaue und muss das dann halt irgendwie übersetzen lassen oder abtippen lassen, so. Und ich denke mir halt schon so, warum soll ich mich, keine Ahnung, an die Idee für irgendwie einen Film oder einen Kurzfilm oder ein Drehbuch oder sonst irgendwas setzen? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man ein Drehbuch schreiben würde, ja, also von der Formatierung her und wie es irgendwie genau Licht ist zu sehen. Man kommt in den Raum. Aber das ist erstmal egal. Das ist erstmal egal. Und das finde ich halt das Coole an der ganzen Geschichte, dass er jetzt so gesagt hat, hier, ich habe hier meine Kladde, da schreibe ich rein. Ich muss es auch mal. Ich muss mir jetzt so direkt wieder irgendwie meine Kladde rausholen. Einfach irgendwas, wenn mir irgendwas einfällt, zack, zack. Genau, du brauchst erstmal eine Idee und darauf baust du halt alles auf. So wie er ja gesagt hat, so er hatte Bock, irgendwas mit Zügen zu machen, er hatte Bock, irgendwas in Indien zu machen. Und was mit 3 Brüdern. Und mit 3 Brüdern so. Und daraus, du siehst den Film und merkst, ja, okay, das kommt zusammen. Aber halt, was ich halt dann noch geiler finde, ist halt eben die Überlegung, okay, ich habe hier meinen Shot und bei ihm, gerade bei Grand Budapest Hotel hast du das ja, dass er da seine sowieso absolut geografisch,
seine wirklich mit dem Geodreieck gezogenen Bilder irgendwie, dass er die da hat, aber jederzeit in der Lage ist, aus diesen Bildern rauszuschwenken, beziehungsweise in diesen Bildern weiterzugehen. Und du musst es mal, also seine Art und Weise, irgendwie Filme zu inszenieren, das stelle ich mir so anstrengend vor. Ist es auch. Also allein die Überlegung, Definitiv. weil er weiß ja, er muss ja wirklich von hinten aufzäumen. Er muss ja sagen, ich will hier hin, aber ich bin vorher da. Wie mache ich das, indem ich hier nichts verlasse? Also wie zeige ich auf, ich bin noch immer in der gleichen Location, ich bin noch immer in dem gleichen Set und versuche aber jetzt diese Figur zu zentrieren oder eben halt für sich alleine zu nehmen, ja? Obwohl ich vorher von da komme. Und das macht er ja meistens immer ohne Schnitt. Also es ist schon, ja, cooler Typ. Ja, ey, ich hab ihn mir tatsächlich ganz anders vorgestellt. Ich weiß nicht warum, aber ich hatte wirklich, bis ich vorhin das Foto vielleicht nicht zum ersten Mal gesehen habe, dann habe ich wahrscheinlich sein Gesicht wieder vergessen. Aber irgendwie hatte ich auch anhand seiner Filme immer so einen etwas älteren Herren auch schon irgendwie vor Augen gehabt, der aber auch so ein bisschen hier, sag schnell, der nicht so offen und locker und irgendwie lustig ist, sondern schon so ein bisschen eigenbrödlerisch, eben so wie jemand sitzt, der halt wirklich mit Lineal da sitzt und sein Storyboard zeichnet und alles muss gerade. Und dann sitzt da halt so ein junger, lockerer Typ, so der noch so ein paar Witzchen macht und genauso locker und lustig wie seine Filme halt schlussendlich ist. Also da erkennst du, auch in seinem Gesicht erkennst du halt seine Handschrift. Und halt wirklich mit jede Menge coolen Leuten zur Schule gegangen ist oder zur Uni gegangen ist. Oder, Glück gehabt. Ja, keine Ahnung. Und aber auch dann, ne, die Stop-Motion-Filme von ihm, das finde ich auch echt, auch die Überlegung, ne? Weil auch da schwenkt er oder zieht er die Kamera halt wirklich immer ewig lang mit. Und das heißt, du brauchst dieses Set und du musst erst da anfangen, irgendwie was zu machen, du musst da noch was machen. Hier am Ende, stell dir mal vor, du bist am Ende bei der letzten Szene und merkst halt, auf dem Weg dahin waren irgendwie ein paar Büsche oder Sträucher einfach nicht so cool, wie du es dir vorgestellt hast. Dann kannst du alles nochmal neu machen. Und das bei Stop-Motion. Sehr wahrscheinlich, ja, weil du musst halt eben, du kannst nicht nur die Kamera langziehen, sondern du musst Bild für Bild für Bild. Und das meinte ich, dass er nach seinem größten Film, der eher scheinbar schon schwierig war, ich glaube, wir müssen auch aufhören, halt sich als nächstes Stop-Motion nimmt, was halt noch schwieriger ist. Und ja, damit kommen wir zum Ende. Gut. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und habt hier und da genauso viel Wertvolles mitgenommen wie wir jetzt gerade eben. Ich fand es echt interessant, muss ich sagen. Ja. Ich hätte mir das deutlich langweiliger vorgestellt, dass da vielleicht ein paar Leute sitzen und dann einfach irgendwas erzählen und dann auf einem Dia-Projekt was zeigen. Halt auch, dass es halt so ein geführtes Gespräch wird oder sowas. Aber jetzt das Ganze so zu sehen und dann auch mit in Eigenregie so gesehen, fand ich echt, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Und ansonsten, ja, sehen wir uns gleich schon in knapp 2 Stunden wieder. Denn dann heißt es Kino Plus mit Simon, Antje, Pöttl und mit mir. Und ja, bis dahin noch viel Spaß mit dem weiteren Programm von RBTV. Und ansonsten bis später. Tschüss.